Das ist Jordan Peterson, ich habe sein Buch auch gekauft. Ich habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt, eigentlich über YouTube und fand eigentlich seine Lehren teilweise gar nicht so schlecht. Das Einzige, was mich stört an seiner grundsätzlichen Haltung, vor allem in der Pädagogik oder mit Kindern, legt er hier sehr schön dar. Schauen wir uns das einfach gemeinsam an, was er zu Disziplin und Erziehung sozusagen hat. Children so they behave. What is your advice for making them behave without resorting to corporal punishment? Well, first of all, it depends on what you mean by corporal punishment. Time out could be regarded as corporal punishment. It also depends very much on the age of the child. Let's say a 2-year-old. Well, Auch richtig. in my new book, by the way, I have a chapter in there called Don't Let Your Children Do Anything That Makes You Dislike Them. And the reason that I wrote a chapter about that Nicht is ganz because richtig. Also ich meine, kann man schon so sagen. Ich finde, er ist oft sehr plakativ bei seinen Aussagen, was in Ordnung ist in seiner Position, bis zu einem gewissen Grad. Aber was heißt, deine Kinder dürfen nichts tun, was dir nicht passt oder was für dich dazu führt, dass du sie dislikest. Ich meine, das ist einmal ein Problem, was du hast grundsätzlich. Wenn du damit nicht klarkommst, auch okay, nur lass doch die Kinder auch etwas machen, was du nicht willst. Also es ist nicht so schwarz und weiß, ich glaube, das meint er auch gar nicht. Aber hören wir ihm weiter zu, weil ich finde, das ist gar nicht so das Problem. people who let their children do things that make them dislike them end up disliking them, and because there's a huge power. Das stimmt nicht. Ich meine, nur weil mein Kind etwas macht, was mir nicht gefällt, was ich moralisch nicht, vielleicht auch nicht richtig finde, sogar wenn es extrem ist oder so, etwas stiehlt oder ich habe eine Tochter, die den Bruder mal schlägt oder so, weil sie mit ihren Emotionen nicht klarkommt. Das heißt nicht, dass ich mein Kind dann nicht mehr mag an sich. Also diese Schlussfolgerung macht keinen Sinn. Differential, generally speaking, between adults and children. If you end up disliking your children because they're not behaving well, they're behaving disgracefully, say, or they're challenging your position in the authority hierarchy too regularly, Voll in Ordnung. something you won't put up with, by the way, even if you think you will. It's necessary to get your disciplinary routine straight. So the first thing I would say is, Wieder. Ist doch gut, wenn die Kinder vielleicht diese Dominanzhierarchie oder wie auch immer er es nennt, versuchen zu durchbrechen. Sie wollen ja nicht drinnen sein. Ich will ja meine Kinder nicht danach erziehen, dass sie hörig sind gegenüber Autoritäten. Sie können es sein, selektiv, das ist schon in Ordnung. Und ich finde, es gibt immer wieder Leute in der Welt, die einem dann sagen, was man zu tun hat, oder wenn man zum Arzt geht, dass man eher danach geht, was diese Autorität denn einen zu sagen hat. Aber so grundsätzlich will ich mein Kind nicht danach erziehen, dass es immer obrigkeitshörig ist. Also ich will sie auch nicht dahingehend disziplinieren, dass sie das machen müssen, sondern ich finde es ganz gut, dass sie sich wehren und versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen in ihrem beschränkten Maß als Kleinkinder. Er redet ja teilweise von 2-, 3-, 4-Jährigen. Also das ist schon zu früh, um solche Schlussfolgerungen zu ziehen. what the rules are. There shouldn't be too many. For 2-year-olds, basically, they have to know what no means, and they also have to learn, as they approach 3, not to kick, hit, bite, or steal, essentially. Now, it's easy to train. Ja, natürlich, sie sollen es lernen. Ich finde, dass sie das auch sehr oft wissen, aber natürlich ist es ein Kanal, um mit Emotionen wieder umzugehen. Also wenn Kinder wütend werden oder extrem frustriert oder verzweifelt sind und so weiter. Was macht man denn als Erwachsener, wenn man wütend ist? Man fängt an zu schreien, man lässt die Energie raus, man geht laufen, man trainiert, man wird passiv-aggressiv. Das sind ja alles mehr advanced Systeme. Also wenn ich passiv-aggressiv bin oder das schlucke und vielleicht anders einen Kanal finde, das können ja Kinder nicht. Deswegen ich finde es sehr verständlich, wenn ein Kind dann anfängt, um sich herumzuschlagen oder Kick, Stil. Gut, Stil ist wieder ein bisschen was anderes. Schwer zu sagen, dass es da schon im Alter von 3 Jahren vorbei sein soll oder das Kind das nicht mehr machen sollte. Das finde ich auch ein bisschen zu extrem. A 2-year-old, what no means, you can actually start with a child that's only 13 months old, a child that can cry, let's say that, or that can crawl.
let's say that you have a child that's starting to crawl and wants to explore the house. So the first thing you do, if you have any sense, is try to get rid of most things that the child could cause a tremendous amount of trouble with to the things or to the child, so that it's reasonably safe. And then the child is going to want to crawl around and get into everything. And so, but maybe there are things you don't want him or her to get into, like maybe there's what would we say? Maybe there's a tablecloth, and on top of the tablecloth there's a plant, or maybe there's some plants on the floor. And when the child is crawling and goes off to do something that he or she shouldn't, you can just grab his leg and, gently but firmly, and say no. And the child will keep trying to move forward because they're stubborn little blighters, and you can continue to say no. And if you persist with saying no, then the child will eventually give up and sort of go limp. Okay, das ist genau das ist Willenbrechen des Kindes. Natürlich will das Kind sich nicht aufhalten lassen. Welcher Erwachsene will sich schon aufhalten lassen? Ich finde, den Vergleich kann man nicht immer ziehen, Kind und Erwachsener, aber natürlich wehrt sich das Kind. Und was man hier jetzt, oder was er jetzt propagiert, und bei all den guten Dingen, die er sagt, oder richtigen Aussagen und Theorien, das finde ich, sollte man nicht tun. Ich finde, das Kind möchte aus Interesse, weil es begeistert ist von etwas, irgendwohin etwas ausprobieren. Wenn es das nicht darf, klar, dann räumt man es weg, so wie er sagt. Manchmal muss man das Kind festhalten, aber so wie er das jetzt hier erklärt, finde ich, wirkt es nicht so, als wäre das mal die Ausnahme, sondern man diszipliniert das Kind, indem man es konsequent versucht, dem Kind zu vermitteln, dass es keine Macht hat. Dass ich als Elternteil mehr Macht habe, ich kann das Kind festhalten, ich kann Nein sagen, ich kann lauter werden, ich kann das Kind einfach aufhalten, etwas zu tun oder sich zu bewegen. Das ist eine Ohnmachtssituation. Ich finde nicht, dass man das machen sollte. Kindern sollte beigebracht werden, dass sie Freiheiten haben, aber auch gleichzeitig natürlich, dass es Regeln gibt, aber nicht in diesem übergreifenden Maß. Also ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber so wie er es versucht zu beschreiben, ist mir das zu übergriffig fast. Now, and often the child will cry when you do that. Natürlich. And of course that might make you feel guilty, but ja, what that means is that you've effectively brought the behavior to a halt. And if you do that 10 times, you got to watch your child and don't stop them from exploring things that they need to explore. And you want to use this sort of thing with judiciously. You Macht can voll Sinn. grab them by the leg and say no, and no, no, and wait until they give up. Usually they'll cry, and then you can let them go. And then soon, after you do that about 10 times, soon then if you just say no with the same tone of voice, the child will, generally what happens, the child will immediately cry and then stop. And then after about 10 repeats of no without having the leg grabbed, then no will just produce stopping of the behavior. And that's unbelievably useful, because as soon as you train your child to understand what no means, then they really have free reign of the house in some sense, with relative minimal supervision from you. First of all, they can learn what things they're not supposed to get into, and it's amazing how fast children can learn that, and how fast they can generalize to the class of things that they shouldn't get into. Like, you don't have to teach them every single thing. They can generalize very rapidly. That's not much different than thinking. Das ist korrekt. Kann ich auch beobachten und auch als Vater beobachten und so weiter. Ich glaube, wenn ich versuche, richtig zu interpretieren und nicht zu kritisch zu sein, natürlich muss man manchmal Nein sagen und so weiter. Also es macht schon Sinn. Ich finde, das Problem ist nur, dass du dem Kind trotzdem Beachtung schenken musst. Du musst das Kind im Alltag begleiten. Das ist ja auch die Bürde der Frau in den meisten Fällen, dass sie im Alltag zu Hause ist und eigentlich durchgehend arbeiten muss, auch nach der Arbeit noch arbeiten muss. Du kannst das Kind nicht allein lassen. Ich weiß nicht, woher er das hat, aber ich finde, bei meinen Kindern ist es auch so. Natürlich wissen sie, was sie dürfen und was nicht. Dennoch gibt es dann Situationen, wo deren Judgment dann nicht mehr so gut ist und es dann doch versuchen, wenn man mal nicht hinschaut. Man kann nicht mehr hinschauen. Man kann nicht das Kind frei herumspielen lassen und sich denken, es hat es verstanden.
Es ist 3 Jahre alt, es kann machen, was es will, weil es hat das Nein gehört und kann es nachvollziehen. Das stimmt nicht. Ich finde vor allem, wenn Kinder älter werden, verändern sie sich auch, probieren ihre Grenzen aus. Diese fixierten Neins, dass es keinen Ausweg gibt, es ist immer ein Nein und wird immer ein Nein sein, ist auch eine harte Konsequenz, die meiner Meinung nach auch nicht besonders oft passieren kann. Es gibt Sachen, die gefährlich sind, wenn man beispielsweise dran denkt an Fenster. Gut, da kann man, finde ich, so etwas machen. Zu einer Vase hinspazieren oder auf einen Sessel drauf zu klettern, wird nicht immer ein Nein sein. Ist doch auch interessant, mal auf einen Sessel zu klettern oder auf den Tisch, wenn es begleitet wird von den Eltern. Was lernt das Kind dann? Dass es manchmal dann doch okay ist, aber das ist wieder ein schwierigeres Konzept zu greifen. Ich finde, dadurch, dass man die Kinder begleiten muss man sehr selektiv, was er auch sagt, aber ich glaube, er meint es nicht so selektiv, wie er es sagt, sehr sparsam mit solchen Regeln umgehen, was es wirklich nicht darf und wo es mal etwas machen muss gegen des Willens des Kindes. But also, once they are capable of understanding what no means, you have an extremely potent means of helping them regulate their behavior with a minimum of intervention. So that's unbelievably useful. So now let's say you have a 2-year-old who's pretty contentious, and 2-year-olds are pretty contentious, some of them in particular, because about 5% of 2-year-olds, Ich weiß auch gar nicht, ob das fair war, weil ich weiß nicht, ob Hunde auch konditioniert werden sollen. Sie werden konditioniert, aber Kinder sind nicht, was ich damit sagen will, nicht so wie Hunde, die man konditionieren muss, das darfst du und das darfst du nicht. Also ich finde, so sollte man Kinder nicht unbedingt behandeln. Ich sehe da schon einen vollwertigen Menschen, der einfach ein sehr beschränktes Weltbild noch hat, weil woher auch? Und ich finde, das muss man genauso respektieren wie jemand, der vielleicht in eine Firma als neuer Kollege reinkommt, der einfach nicht vom Fach ist, ein Quereinsteiger, der noch von der Fachlichkeit Sachen lernen muss. Also ist zwar eine harte Analogie, aber ich sehe das doch genauso. Male are quite aggressive by temperament, and those are the ones that if you put with other 2-year-olds will frequently kick, hit, bite, or steal. Not all kids are like that, but some are. Most of them get socialized out of that by the time they're about 4. Now let's say you have, and at 2 they also start to experiment with saying no back and also with misbehaving, although they can do that even younger than that. So if you have a 2-year-old who's particularly rambunctious and who decides he isn't going to listen to you, we'll use he in this example because it's boys that are more likely to misbehave and not listen. You can pick them up and by the arms. Now you got to get your attitude right, das ist because wieder you don't want to be stupid. You don't want to let your kid make you mad, especially when they're really little, because you're really big. Das ist nicht richtig. Warum sollte das Kind dich nicht wütend machen können? Das Problem, was er anspricht und was er vielleicht meint, ich bin mir nicht ganz sicher bei ihm manchmal, ist, dass man jetzt nicht ausrasten darf oder auszucken oder in irgendeiner Weise jetzt selber höchst aggressiv wird, das Kind schlägt, das Kind anbrüllt. Wenn er das meint, ist es in Ordnung, nur man kann schon mad werden. Man kann schon dem Kind zeigen, dass man frustriert ist. Alle Emotionen sind gleichwertig. Das Problem ist nur, dass man mit den Konsequenzen leben muss. Es gibt auch negative Konsequenzen bei über-happy-peppy Eltern, die immer nur alles positiv sehen. Ich finde, man muss diese Emotionen gleichwertig behandeln und wenn sie rauskommen, dann muss man damit umgehen können. Man soll dem Kind nicht zeigen, dass man Sachen verdecken muss. Ich muss, wenn ich wütend werde, das kontrollieren und meinen Frust in mich hineinfressen. Was ist das für eine Einstellung? Das funktioniert im Arbeitsleben meiner Meinung nach irgendwann auch nicht mehr. Es fängt jetzt schon langsam an, dass Leute immer besser mit ihren Emotionen klarkommen. Dieses Pseudo-Consultant-mäßige, dass man alles immer neutral betrachten muss, ist so und so nicht etwas, was ewig bestehen bleiben wird. Das ist nicht die reife Art, mit der eigenen Persönlichkeit, Emotionen und mit anderen kommunikativ umzugehen. Das sollte man Kindern auch nicht beibringen. You can hurt them, and so you gotta have a clue. That's why you want to get the rules of discipline in order, the minimum rules of discipline, and why you want to have a strategy. But let's say your two-year-old is insisting upon doing something that you don't want him to do, like inserting a fork into an electrical outlet, and you just can't have that. And so you can say no. Hopefully you've already done the no training that I recommended, and if that doesn't oder Kindersicherung installieren. Work, what I recommend doing is picking the child up by the arms and then putting them on the steps. Das ist wieder Gewalt. Ich meine, jetzt reißt du das Kind aus der Situation raus, Gewalt antun, gut. Ich meine, der Gesichtsausdruck passt sehr gut dazu. You sit there until
you're ready to listen. Now, usually the child will sit there, and then the rule has to be something like, you can get up as soon as you're ready to be a civilized human being again, and you can refer to yourself, your own attitude during a process like that, because if the child does comply and sits on the steps and then comes and says, I'm ready to be good, and you like him again, you got to be honest about this, then you can tell that he's honest in his decision to rejoin the civilized world. Now, sometimes if you put a 2-year-old that's particularly rambunctious on the staircase, then as soon as you let go of their arms, they'll run off. And that can be a game, or it can just be an act of defiance. And in that case, then you go get him and you put him back on the steps. And you do that several times if necessary. And if that becomes a game. Wie machtlos muss sich so ein Kind fühlen, das 2 oder vielleicht 3 Jahre alt ist? Es hat keinen Ausweg. Es ist mit seinen Emotionen alleine, kennt sich nicht aus, was das genau ist, wie es damit umgehen soll, wie es einen Kanal finden soll. Ich meine, trinken kann es nicht, aus dem Haus gehen kann das Kind auch nicht. Das Kind findet keinen Ausweg und aufgrund dessen halte ich es jetzt fest und zwinge sich damit auseinanderzusetzen. Das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass das auch irgendwie der letzte große Teil von seiner Aussage ist. Ich stoppe das Video hier auch. Emotionen sind kompliziert genug für Erwachsene. Man merkt das im Arbeitsleben auch, dass man das nicht besonders gut erkennen kann, andere damit nicht gut umgehen können. Was verlangt man hier von einem 2-, vielleicht 3-jährigen, vielleicht 4-jährigen Kind? Dass es seine Wut kontrollieren kann, dass es, wenn es sich nur wirklich konzentriert, ruhiger werden kann. Vielleicht klappt es manchmal, aber es klappt nicht immer. Und ich finde, der gesündere Weg wäre es doch, das zuzulassen, es zu begleiten, es zu artikulieren, dass das Kind lernt, was es ist. Ist es Wut? Ist es Verzweiflung? Ist es einfach Frustration? Ist es mit einer Portion Trauer? Damit das Kind lernt, die Emotionen zu artikulieren und zu erkennen. Und dann schrittweise über Jahre lernt das Kind damit umzugehen. Kanäle zu finden, Weg zu finden, damit klarzukommen, es zu regulieren, auch teilweise zu schlucken natürlich. Manchmal muss man Sachen zurückstecken, wenn man im Kindergarten ist, wenn man in der Schule ist, wenn man in Gesellschaft ist. Das machen Kinder teilweise automatisch und dann bricht es aus ihnen zu Hause dann heraus. Und zu Hause hast du dann eine Situation, wo ein Vater dieses Kind, was sich wahrscheinlich schon den ganzen Tag zusammenreißen musste, festhält, an derselben Stelle platziert, nicht weglässt und mit seinen Emotionen quasi alleine lässt und versucht, ihm Rationalität einzureden. Das ist meiner Meinung nach die Meinung von Jordan Peterson, die ich überhaupt nicht vertreten kann. Ich verstehe nicht, wie er zu so einem... Ich meine, das kommt sicher aus einer Art aus einem Kontrollwillen oder weil er sich selber teilweise kontrollieren muss oder so. Ich meine, das ist jetzt alles Spekulation. Ich glaube, ich gehe gar nicht drauf ein. Aber ich glaube, meine Aussage ist jetzt klar bei dem Punkt. Ja, genau. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, das war vielleicht erkenntnisreich oder auch nicht. Danke. Servus.